Wann macht es Sinn, mit einem Übedämpfer immer ins Trompetentraining zu starten? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Stell dir vor, du hast immer wechselnde Räume, Konzertsäle, Akustiken. Dann spielst du jedes Mal, auch wenn du startest mit dem Trompetentraining, anders. Du suchst dir irgendwo eine ruhige Ecke, aber der Raum klingt ganz anders. Spielst du in einem großen Raum, einem halligen Raum, dann gibt man gerne mehr Luft nach außen. Spielst du in einem kleinen Büro mit Teppichboden etc., also stark gedämpft, dann spielt man nochmal ganz anders. Und hier ist es sinnvoll, mit einem Übedämpfer zu starten. Wieso? Du hast mit dem Übedämpfer immer die gleichen Voraussetzungen. Ganz egal, wie der Raum die Akustik aufnimmt deines Übedämpfers, dein Spielgefühl bleibt immer das gleiche. Du kannst dann im Mezzo Piano, im Mezzo Forte für dich deine standardmäßigen Einspielübungen spielen und hast Tag für Tag immer den gleichen Start in dein Trompetentraining. Und sobald du 5-6 Minuten dich aufgewärmt hast, deine Übungen gemacht hast, etwas die Zunge hast laufen lassen etc. pp., dann macht es Sinn, den Trompetendämpfer abzunehmen und mit der freien Akustik eben deines zu der Zeit verfügbaren Raumes zu trainieren, zu spielen, zu üben. Da ist es absolut sinnvoll. Du bist oft auf Reisen, du bist oft unterwegs, dann immer mit dem Übedämpfer starten und du wirst merken, du hast immer die gleichen Voraussetzungen und kannst danach besser ins weitere Trompetentraining weitergehen. Also hier ist absolute Empfehlung. Bist du immer woanders am Üben, nimm dir deinen Übedämpfer mit und starte immer damit ins Übetraining und danach eben wieder offen spielen. Hast du immer den gleichen Raum, die gleiche Akustik, also jeden Tag dasselbe, dann kannst du natürlich auch jederzeit offen mit der Trompete in dein Üben starten. Wechselst du, schaff Stabilität. Anhand von deinem Übedämpfer ist es immer das Gleiche, kannst du auch jederzeit offen ins Training starten.